Brawler Nummer 100 ist da. Sirius, der erste echte Bösewicht. In diesem Video zeige ich dir alles über ihn und die 5 besten Tipps für Sirius. Sirius, Hand aufs Herz, hast du dich einfach 100 Brawler lang versteckt, weil du Angst vor Shelly hattest? Und dann steht da die Shelly drin. Angst? Ich habe zugesehen, wie lächerlich schlecht ihr spielt. Während ihr gefeiert habt, wurde ich im Schatten stärker. Dein Angriff Doppelstar ist technisch gesehen 2 Angriffe. Schaut euch das mal an. Ein Einzelschuss und Flächenschaden über Hindernis zur selben Zeit. Bleibt da überhaupt noch eine Lücke für die Gegner? Selber schuld. Wer ausweicht, läuft in die Explosion. Es gibt kein Entkommen. Und hier ist Tipp Nummer 1, wie du Sirius spielst. Nutze bei seinem Angriff die Bombe, um Gegner hinter Deckung hervorzutreiben. So laufen sie direkt in deinen Schattenschlag hinein. Da beide Projektile gleichzeitig fliegen, ist das Ausweichen für die Gegner extrem schwierig. Sirius, kommen wir zum Herzstück. Schattenbeschwörung. Wir sehen hier im Clip, wie die Schatten deine Befehle ausführen. Du stiehlst die Essenz deiner Gegner. 4-mal treffen ergibt einen Schatten und du kannst 3 Schatten gleichzeitig haben. Die Schatten übernehmen sogar HP und Attacken ihrer Opfer. Du nutzt ihre eigene Stärke gegen sie selbst. Ich bestrafe jeden für seine eigene Stärke. Je stärker das Gegnerteam ist, desto mächtiger wird meine Armee. Und hier ist Tipp Nummer 2. Seine super Schattenbeschwörung erschafft Kopien der Gegner, die deren HP und Angriffswerte übernehmen. Nutze die Schatten vor allem von Tanks wie Frank oder Primo. Sowohl als Begleitung von Sirius als auch um Zonen zu bewachen, sind Tanks besser. Low-HP-Brawler wie Piper oder Tick bringen da wenig. Sirius, und man kann die Schatten sogar befehligen. Schaut euch das an. Sie folgen dir, wenn du nur auf die Super tippst, oder bewachen einen ganzen Bereich, wenn du die Super dorthin zielst. Du steuerst quasi eine Mini-Armee. Ich bin das Gehirn und der Puppenspieler. Ich dirigiere meine Schatten aus dem Hintergrund. Und hier kommt Tipp Nummer 3. Sirius ist ein Control-Brawler. Du kannst die 3 Schatten aktiv steuern. Nutz das Tippen auf die Super-Taste, damit die Schatten dir folgen und dich beschützen. Oder im Notfall, wenn du angegriffen wirst. Nutze das Zielen mit der Super, um sie in einen bestimmten Bereich zu schicken, den sie dann bewachen oder belagern, zum Beispiel im Tresor oder Hotzone. Sirius, dein erstes Gadget macht das Jagen extrem einfach. Ein Star ist geboren. Ein Treffer beschwört sofort einen Schatten und verlangsamt das Ziel. Niemand entkommt der Dunkelheit. Wenn ich sie nicht kriege, kriegt sie meinen Schatten. Und mit Meister der Schatten ziehst du deine Diener zurück, um dich massiv zu heilen. Mindestens das wirkt extrem unfair. Aber natürlich, ein Schatten hat seinen Zweck erfüllt, wenn er mir neues Leben schenkt. Und hier ist Tipp Nummer 4 zu den Gadgets. Ein Star ist geboren, Gadget 1, ist perfekt, um flüchtende Gegner sofort zu verlangsamen. Und du kriegst direkt einen Schatten. Gadget Nummer 2 ist dein Notfallknopf. Ziehe deine Schatten zu dir zurück, um dich selbst zu heilen. Es ist oft besser, einen fast besiegten Schatten zu opfern, damit du selbst am Leben bleibst. Sirius! Dein erstes Star Power Schattenspirit macht deine Armee noch gefährlicher. Wir sehen hier, wie viel schneller sie plötzlich ist. Man soll nicht weglaufen. Man soll die Niederlage akzeptieren. Und mit der dunkelste Star lädst du deine Schattenarmee doppelt so schnell auf. Jeder Schattenschlag zählt einfach 2-mal. Warum warten, wenn man noch einfacher gewinnen kann? Und der absolute Albtraum, seine Hyperladung. Unbegrenzte Macht. Deine Schatten werden im Clip einfach zu regelrechten Monstern. Mehr Tempo, mehr Schaden, mehr Schild für dich. Das bricht doch das Spiel. Meine Schatten erreichen ihre perfekte Form. Ich übernehme die Kontrolle. Und hier ist Tipp Nummer 5. Was ist die optimale Star Power für Sirius? Um Sirius Potenzial voll auszuschöpfen, empfehle ich die Star Power der dunkelste Star. Jeder Treffer zählt doppelt für die Schattenaufladung. Das erlaubt es dir viel schneller, deine Armee aufzubauen. Und Bonustipp zur Hyperladung: Aktivier sie natürlich erst, wenn du bereits Schatten auf dem Feld hast. Oder wenn deine Super wenigstens bereit ist. Die bufft HP und Schaden deiner Schatten gewaltig. Das gibt Sirius einen super Schild und Power. Sirius, danke für den Real Talk. Leute, ist dazu OP oder genau das, was wir für Brawler Nummer 100 gebraucht haben? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wenn ich komme, gehört die Arena mir.